Der Konsum des TTTS-Programms ist mit Risiken verbunden. Die Situation ist ernst. Hallo und grüezi. Heute will ich kurz zusammenfassen, welche wichtigen Informationen an der Korona-Virus-Pressekonferenz von Premier Boris Johnson an die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs weitergegeben wurde und anschließend diese brandaktuelle Rede von Boris Johnson den ofenfrischen Reden von der Schweizer Bundespräsidentin Sommaruga und Kanzlerin Merkel gegenüberstellen. Zuerst seht ihr hier die aktuellen WHO-Zahlen der Covid-19-Ausbreitungszahlen. Obwohl die Schweiz mit 8,4 Millionen Einwohnern und Deutschland mit 83 Millionen Einwohnern weit hinter China mit seinen 1,45 Milliarden Einwohnern zurückliegt, sind die offiziellen Zahlen der Covid-19-Erkrankungen umgerechnet auf 1000 Einwohner sehr beunruhigend. In der Schweiz sind pro 1000 Einwohner im Moment 0,1 Menschen mit dem Virus angesteckt. In Deutschland sind es 0,04 und in China, das sich dem Scheitelpunkt der Epidemie nähert, auch nur 0,05 Menschen pro 1000 Einwohner. Selbstredend sind die Zahlen aus China mit Vorsicht mit einzurechnen. Trotzdem wird deutlich, dass durch das verzögerte Reagieren Italien, Deutschland und die Schweiz einen unrühmlichen Spitzenplatz auf der Tabelle der weltweiten Covid-19-Fälle erobert haben. Auch sind wir in Deutschland und in der Schweiz noch lange nicht in die stark exponentiell ansteigende Phase der Epidemie eingetreten. Das Vereinigte Königreich fährt eine andere Strategie, kristallklar formuliert im Dreierteam von Premier Johnson, dem Chef des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS und dem obersten wissenschaftlichen Berater der Regierung. Die folgenden 4 Phasen wurden seit Beginn der Corona-Krise den Einwohnern erklärt und kommuniziert. Erstens, die Epidemie eindämmen. Zweitens, die Epidemie verzögern. Diese Phase hat nun begonnen. Drittens, parallel dazu maximale Forschung zur Herstellung von neuen Impfstoffen und Medikamenten betreiben. Viertens, die Auswirkungen der Epidemie auf allen Ebenen mildern. Wie ihr auf dieser von TTTS erstellten einfachen Grafik seht, wird von der Regierung Johnson eine abgeflachte und zeitlich verzögerte Ansteckungskurve angestrebt, um die Intensiv-Notfallplätze in den Spitälern vor allem für die akutesten Covid-19-Fälle und andere schwere Fälle bereitzuhalten. Alle eingeleiteten Maßnahmen zielen darauf ab, den am schwersten betroffenen und anfälligsten, meist älteren Mitmenschen, die Pflege und Hilfe zukommen zu lassen, die sie benötigen werden, um die Krankheit durchzustehen. Ohne falschen Pathos, hingegen mit großem Sachverstand wird die Bevölkerung auf die bevorstehenden Maßnahmen eingeschworen. Wie ihr im Premier Johnson Video selber hören werdet, ist es von enormer Wichtigkeit, nicht in blinden Aktivismus zu verfallen, sondern dem erwähnten 4-Punkte-Programm als klar durchdachte Strategie zu folgen. Diese Strategie beinhaltet auch noch Folgendes. Alle Maßnahmen müssen zum richtigen Zeitpunkt und in richtiger Kombination eingeleitet werden, da dies nach deren Aktivierung für etliche Wochen konsequent durchgeführt werden muss. Das Ziel ist, den grünen, verzögerten und abgeflachten Epidemieverlauf herbeizuführen, um anschließend die Sommermonate maximal zu nutzen. Labortests haben ergeben, dass das neue Coronavirus die besten Verbreitungsbedingungen bei ca. 9 Grad Celsius vorfindet und bei Hitze viel weniger aktiv ist. Boris Johnson ruft auch zur Eigenverantwortung auf, indem er die Bevölkerung bittet, im Falle von klar definierten Symptomen eine selbstverordnete 7-tägige Quarantäne einzuhalten und nur bei akuten Fällen Spitäler und Arztpraxen aufzusuchen. Ferner bittet der Premier, Hygienemaßnahmen in Form von konsequentem Händewaschen zu beachten und Eigenverantwortung im Umgang mit den Mitmenschen zu üben. Nun also zu den 3 erwähnten Videos. Sehr geehrte Damen und Herren,
Der Bundesrat hat sich heute erneut mit dem Corona-Virus beschäftigt. Meine Damen und Herren, die Situation ist schwierig. In dieser Situation hat der Bundesrat zwei Ziele. Wir wollen die Gesundheit unserer Bevölkerung schützen und wir wollen die Betriebe, die Angestellten und die Selbstständigen unterstützen. Die Situation ist ernst, aber wir haben die Mittel und wir haben die Möglichkeiten, um ihr zu begegnen, und zwar medizinisch und finanziell. Die Maßnahmen, die der Bundesrat bereits beschlossen hat, dienen dem Schutz der Bevölkerung und ganz besonders dem Schutz der gesundheitlich besonders gefährdeten Menschen. Diese Maßnahmen machen aber nur Sinn, wenn sie von uns allen eingehalten werden. Denn worum es jetzt geht, ist, dass wir die Verbreitung des Virus verlangsamen können. Damit schützen wir besonders gefährdete Menschen und damit wollen wir sicherstellen, dass die Spitäler sich auch weiterhin um die Schwerkranken kümmern können. Der Bundesrat dankt allen, die sich an die Hygiene- und Distanzmaßnahmen halten. Auch die weiteren Maßnahmen, die der Bundesrat heute beschlossen hat, dienen einzig dem Ziel, die Gesundheit unserer Bevölkerung zu schützen. Die Maßnahmen, die der Bundesrat heute Vormittag entschieden hat, sind einschneidend. Wir bekommen sie alle im Alltag zu spüren. Aber wir brauchen sie. Und wir brauchen die Unterstützung der Bevölkerung. Wir müssen diesen Weg gemeinsam gehen. Der Bundesrat hat heute entschieden, dass das Veranstaltungsverbot bis Ende April verlängert und ausgeweitet wird. Auch für die Schulen haben wir einschneidende Maßnahmen beschlossen. Herr Kollege Berse wird sie Ihnen nachher ausführen. Der Bundesrat hat außerdem entschieden, dass ab sofort wieder Schengen-Grenzkontrollen an allen Binnengrenzen lageabhängig eingeführt werden. Frau Kollegin Keller-Sutter wird diese konkret darlegen. Die Einschränkungen, die wir heute zusätzlich beschlossen haben, werden viele Unternehmen, unzählige Betriebe, Angestellte und Freischaffende hart treffen. Ihnen sagen wir lassen euch nicht im Stich. Der Bundesrat kümmert sich um euch. Wir haben die Mittel und wir stellen sie für euch bereit. Und zwar rasch und unbürokratisch. Auch hier zeigen wir unsere Solidarität. Herr Kollege Parmelin wird die einzelnen Maßnahmen ausführen. Um das Risiko von Ansteckungen zu senken, empfiehlt der Bund zudem, auf die Benutzung des öffentlichen Verkehrs möglichst zu verzichten. Wir danken den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, die sich in dieser Zeit flexibel zeigen und gemeinsam mit den Arbeitnehmenden nach Lösungen suchen. Meine Damen und Herren, wir sind alle gefordert, jeder und jede Einzelne. Wir können dazu beitragen, dass sich die Ausbreitung des Virus verlangsamt, mit den Vorsichtsmaßnahmen, die bereits bekannt sind, und mit den Maßnahmen, die der Bundesrat heute beschlossen hat. Die Situation ist schwierig. Es ist gut zu wissen, dass wir auf so viele kompetente, höchst engagierte Fachpersonen zählen können, die sich um unser Wohl, um unsere Gesundheit und um unsere wirtschaftliche Situation kümmern. Das stimmt mich zuversichtlich. Ihnen allen möchte ich im Namen des Bundesrates ganz herzlich danken. We received a detailed briefing from the Chief Medical Officer and the Chief Scientific Advisor. Again, I repeat my gratitude to both Chris and to Patrick. There have now been 4 deaths from coronavirus in the UK, and our deepest sympathies are obviously with their friends and families. Our action plan, as you know, sets out 4 phases of our approach to tackling the virus: contain, delay, research and mitigate. We remain in the contain phase of the outbreak, but watching what is happening around the world, our scientists think containment is extremely unlikely to work on its own, and that is why we are making extensive preparations for a move to the delay phase. We're preparing various actions to slow the spread of this disease,
in order to reduce the strain it places on the NHS. The more we can delay the peak of the spread to the summer, the better the NHS will be able to manage. Patrick and Chris will give you some more detailed information on the latest advice we're giving the public today and how we expect that advice to change as the outbreak develops. As things stand, I'm afraid it bears repeating that the best thing we can all do is wash our hands for 20 seconds with soap and water. But before that, I want to stress the following things. First, we are doing everything we can to combat this outbreak based on the very latest scientific and medical advice. Second, we have a truly brilliant NHS where staff have responded with all the determination, compassion and skill that makes their service so revered across the world. And they will continue to have this government's full support, my support, in tackling this virus on the front line. Third, we will set out further steps in the days and weeks ahead to help people protect themselves, their family, and in particular, the elderly and vulnerable. Finally, while it's absolutely critical in managing the spread of this virus, that we take the right decisions at the right time based on the latest and best evidence. So we mustn't do things which have no or limited medical benefit, nor things which could turn out actually to be counterproductive. There is no hiding from the fact that the coronavirus outbreak will present significant challenges for the UK, just as it does in other countries. But if we continue to look out for one another, to pull together in a united and national effort, I have no doubt that we can and will rise to that challenge. And I'm now going to ask Patrick and then Chris to give their own perspective on where we are. Patrick, over to you. Thank you very much. Numbers are increasing, and they're increasing across Europe and in the UK. And that increase in numbers is consistent with the fact that there is transmission of this within the community. The number that's particularly important, actually, is the number of people in intensive care, which shows that there are others out there who've had it, and that's come into seriously ill people in some cases who may have infected others before they got to intensive care. It's important that no single intervention on its own is enough to make the difference. You have to do things in combination, and you have to do them at the right time. Do it too early, you just end up with the measures not having any effect. So, for example, if you asked everybody with a mild sniffle at the moment to go into isolation, you get a lot of people who haven't got coronavirus, they've got some other circulating illness. In due course, that will change. So that we need to get the measures at the right time so they can be implemented properly and people can actually adhere to them, and it's sensible to make the difference that we're looking for. So those combinations we're going to look at and trigger at the right time in the right combinations to make sure that we have the effect that we're looking for. And that approach of being very driven by the data and very driven by the science is exactly why some of the measures we're taking may look a bit different from some of the decisions that others have made with the outbreak they got in their country, which might be progressing at a different stage or might have different characteristics. So that's what we're trying to do, and Chris will say more about the details of where we are as of now. Thanks, Patrick. Chris. In addition to what Patrick's just said, I think that it's important to remember that both the NHS and public health professionals are already doing a very large number of things, and those are steadily changing as this epidemic goes on. So we started off very heavily concentrating on geographical issues, looking at fevers and other symptoms in people who'd come from areas where the outbreak had begun, and then when how it seeded out, including most recently to Italy. But as time is going on, for the NHS, for our public health colleagues, we're moving more and more to looking at people who have never left the UK to check that they might have coronavirus, and if they do, that they could be treated and isolated properly. And the key at this stage remains to find early cases, to isolate them, and where appropriate, to follow their contacts.
But I think what we're moving now to is a phase when we will be having to ask members of the general public to do different things than they would normally do. But I would repeat the point that the PM and Patrick have just said. It is important on this. It's not just a matter of what you do, it is also a matter of when you do it. Because anything we do, we've got to be able to sustain. Once we've started these things, we will have to continue them through the peak, and that is for a period of time. And there is a risk if we go too early, people will understandably get fatigued, and it'll be difficult to sustain this over time. So getting the timing right is absolutely critical to making this work. At the moment, the things that we are doing which are appropriate for any other significant respiratory tract infection are also appropriate for the currently very small number of coronavirus cases we have in the UK. So those would include washing your hands with soap and water, as the Prime Minister has said. It includes covering your mouth when you cough or sneeze and disposing of tissues, as everybody knows. It also would include what anybody would get as advice from their GP, which is if you've got a very serious respiratory tract infection, you're sneezing everywhere, you've got a high fever, you've got a runny nose, if you phoned up your GP, they would say, stay at home, don't infect elderly people, don't infect your workmates. This is no different from anything else you would normally advise at this time of year. And remember, in terms of perspective, in an average year, about 8,000 people a year die of flu. It is very important we do this for all respiratory tract infections, and as with coronavirus, those who are older and those who have pre-existing health conditions are at greater risk. One of which is the modelling shows that the actual amount of coronavirus is steadily going to increase, and we're expecting the numbers to increase initially slowly but really quite fast after a while, and you have to catch it before the upswing begins. And secondly, the other causes of coughs and colds that are seasonal at this time of year are at the tail end of their period of maximum activity in the UK. So the ratios are going to shift very significantly. So we are now very close to the time, probably within the next 10 to 14 days, when the modelling would imply we should move to a situation where we say everybody who has even minor respiratory tract infections or a fever should be self-isolating for 7 days afterwards. And this is going to be the next step. We have not yet reached that step, but we are going to be reaching that step in the really quite near future. Thanks very much, Chris, and thank you, Patrick. I hope that's given some clarity about where we are. But let's please have some questions. Meine Damen und Herren, wir haben gestern mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer wichtige Maßnahmen beschlossen im Zusammenhang mit der Bewältigung des Corona-Virus und seiner Auswirkungen. Die Bundesländer haben heute zum Teil schon agiert, indem sie Schulschließungen, auch Schließungen von Universitäten und Kindertagesstätten angekündigt haben. Andere, ich bin ganz sicher, werden folgen. Der Deutsche Bundestag hat heute in Rekordtempo das Kurzarbeitergeld verabschiedet, der Bundesrat ebenfalls. Eine ganz wichtige Maßnahme, um Wirtschaft zu unterstützen, aber vor allen Dingen Arbeitsplätze zu sichern und den Beschäftigten eine Sicherheit in dieser schwierigen Situation zu geben. Und der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister haben heute Maßnahmen verkündet, die in der Geschichte der Bundesrepublik einzigartig sind, zur Unterstützung von Unternehmen, aber vor allen Dingen auch zur Unterstützung von Arbeitsplätzen, um die Unternehmen mit Geld, mit Liquidität, mit Krediten zu versorgen. Und das alles zeigt, wir sind gewillt, die Bundesregierung, aber auch die Bundesländer, der Deutsche Bundestag, alles zu tun, was notwendig ist, alles zu tun, was Deutschland braucht, damit wir durch diese Krise möglichst gut hindurchkommen. Sie ist einzigartig, sie ist so, dass wir damit keine Erfahrungen haben. Wir können ein wenig auf die Erfahrungen der Jahre 2008, 2009 zurückgreifen. Aber hier haben wir es mit einem Gegner zu tun, wenn ich das so sagen darf, einem Virus, den wir nicht kennen, wo wir noch nicht wissen, wie wir ihn bekämpfen können durch Impfungen oder durch Medikamente. Und deshalb müssen wir so agieren, wie wir es möglichst kraftvoll tun können. Deshalb werden wir uns auch heute ganz im Geist der sozialen Marktwirtschaft
als Bundesregierung mit den Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften treffen, um mit ihnen die Maßnahmen, die wir heute beschlossen haben und die wir in den vergangenen Tagen schon auf den Weg gebracht haben, zu sprechen und auch zu hören, was sie brauchen und inwiefern sie auch einen Beitrag leisten können, um durch diese schwierige Zeit zu kommen. Die Bundesregierung ist natürlich bereit, wenn sich neue Sachverhalte und neue Entwicklungen ergeben, auch weiter in diesem Geiste zu agieren. Und ich möchte das mit dem Wunsch verbinden, dass auch die Bürgerinnen und Bürger, so wie sie es schon teils schon tun, Solidarität zeigen, indem sie Abstand zueinander halten. Eine scheinbar paradoxe Sache, die aber heute notwendig ist. Gerade den Schwächsten, den älteren Menschen, den Menschen mit Vorerkrankungen hilft man am besten, wenn soziale Kontakte so weit wie möglich gemieden werden. Das ist die Solidarität in dieser Zeit, die wir brauchen. Und wenn jeder seinen Beitrag leistet, Politik, aber auch jeder Einzelne, dann wird es uns besser gelingen, diese schwierige Aufgabe zu meistern. Herzlichen Dank. Ist es nicht erstaunlich, dass die Schweiz sich mit ihren sehr spät eingeleiteten Isolationsmaßnahmen, dem neuen Vorhaben, die Schengen-Grenzen kontrollieren zu wollen und der Aufforderung, den öffentlichen Verkehr zu meiden, einem chaotisch anmutenden Panikaktivismus hinzugeben scheint? Ganz Ähnliches trifft auch für Deutschland zu. Kurzum, Großbritannien agiert und die Schweiz und Deutschland reagieren nur auf die Coronavirus-Herausforderungen. Die von der EU so sehr geschmähten Landesgrenzen und das Auslaufmodell des Privat- und Individualverkehrs soll uns nun vor dem Virus retten. Welche Ironie des Schicksals! Ihr könnt TTTS mittels einer PayPal-Spende oder durch ein ExpressVPN-Abo unterstützen. Ich freue mich auch über eure Kommentare, euren Daumen hoch, wenn ihr dieses Video teilt, den TTTS-Kanal abonniert und die Glocke drückt, damit ihr kein neues TTTS-Video verpasst. Vielen Dank und bleibt gesund!